Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Dell Inspiron 15 und zwar ein 7570 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die Modellnummer rankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Bei dem Modell ist es so, dass die Modellnummer nicht direkt auf dem Gehäuse mit dabei steht. Dafür gibt es eine Service-Tag-Nummer und die steht hier unten. Und wenn man die auf der Dell-Webseite eingibt, bekommt man darüber die genaue Modellbezeichnung. So, allgemein kann man noch zu dem Gerät sagen, dass das Display ein Touch-Display ist und das heißt, um das auszutauschen, muss man die gesamte Einheit abbauen. Bei der Tastatur ist es so, dass die einzeln tauschbar ist. Aber dafür muss man alles aus dem Gehäuse rausnehmen, weil die von unten verschraubt ist. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man erstmal die Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, dass die unteren 4 Schrauben tatsächlich ganz rausgedreht werden, während die restlichen Schrauben hier oben nur gelockert werden. Kann man hier ganz gut sehen, bleiben aber im Gehäuse. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset genommen. Super praktisch, da sind alle gängigen Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um eine Öffnung zu finden. Und in dem Fall läuft die hier einmal um das Gerät herum. Und auch hier auf der Rückseite läuft die Trennungslinie. Zum Öffnen benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten anfange, um hier irgendwo eine Lücke zu finden oder zu schaffen. Und ich denke, in dem Fall werde ich jetzt auf der Rückseite anfangen. Und dann versuche ich zwischen die Unterseite und das Gehäuse zu kommen und die Unterseite so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und ja, das knackt und knirscht immer ziemlich stark. Das ist aber normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen vom Gehäuse lösen, dann knackt das manchmal. Das kann auch relativ laut knacken, aber da braucht man eigentlich keine Angst zu haben. Man macht da nichts kaputt. Wenn es irgendwo jetzt mal gar nicht geht, dann auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Lieber noch mal schauen, ob wirklich alle Schrauben locker bzw. gelöst sind. Und dann kann man einfach sich einmal um das Gerät herum arbeiten. Und meistens, so wie hier jetzt zum Beispiel auch, kann man dann schon mit den Fingern drunter fassen. Und irgendwann kann man das dann auch einfach mit ein bisschen Wippen und hin und her rutschen abziehen. Ich zeige euch die Gehäuseunterseite auch einmal von innen und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen,
trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und ja, den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. In dem Fall ist das jetzt hier wirklich super knapp aneinander. Also würde ich jetzt den Akku direkt ausbauen. Dafür lösen wir diese Schrauben hier. Und ja, dann haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Sind die Schrauben dann gelöst, kann man den Akku einfach so ein bisschen nach oben aus dem Gehäuse nehmen. Und jetzt kommt man auch viel besser an den Stecker hier dran. Der hat auch so eine kleine Schlaufe, an der man ziehen kann. Und dann kann man den einfach mit ein bisschen hin und her wackeln aus dem Stecker ziehen. So, bei dem Akku gibt es noch eine Sache zu berücksichtigen. Und das ist, dass das Akkukabel bei einem neuen Akku, wenn man da einen neuen oder einen Ersatz kauft, nicht mit dabei ist. Das heißt, das muss man auf jeden Fall behalten. Das kann man hier einfach abziehen und dann genau so bei dem neuen Akku wieder verwenden. Das nur als Hinweis. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass hier noch Platz für eine 2,5 Zoll HDD ist. In dem Fall müsste man allerdings einen verkürzten Akku benutzen, damit die hier Platz hat. Gehäuseadapter muss man zusätzlich noch mit dazu bestellen. Und ja, das würde dann hier auf dem Mainboard verbunden werden. Hier sehen wir den RAM. Das sind 2 Slots. Einer ist jetzt gerade nicht belegt. Hier ist die SSD. Da sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Und hier können wir noch das WLAN-Modul mit den Antennen sehen. Unter dem Akku sehen wir hier übrigens jetzt auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Und zwar muss man dafür nur diese 4 Schrauben hier lösen. Und das Kabel, was das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, das muss man auch noch trennen. Und das ist so, das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den muss man erst aufklappen, also nicht direkt am Kabel ziehen. Und danach gibt es das Kabel frei und man kann das dann einfach rausziehen. Beim Wiederverbinden, man kann hier die Linie sehen, die gibt an, bis wohin das Kabel wieder drin sein muss. Das heißt, genau bis dahin wieder einstecken, den Stecker zuklappen und so schnell geht das. Um den RAM auszutauschen, der hier ist, muss man nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt er einem förmlich entgegen und ja, dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen. Und der Einbau ist genauso einfach. Man steckt den einfach wieder in den Slot rein und drückt den nach unten, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Die SSD, die hier drüben ist, lässt sich genauso einfach lösen und austauschen. Dafür muss man nämlich nur hier hinten die Schraube rausnehmen. Und dann kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln und einfach aus dem Slot ziehen. Und hier ist es so, falls das Gerät mit einer verkürzten SSD kommt, die würde dann nur bis hierhin gehen. In dem Fall würde der Abstandshalter, den man hier sehen kann, hier vorne sitzen. Also für den Fall, dass ihr hier eine kurze SSD habt, dann wäre das hier vorne drin und das zeige ich euch auch schnell. Das wird nämlich nur über die kleinen Flügel hier gehalten und die kann man so ein kleines bisschen nach unten drücken. Und dann kann man das rausschieben. Und bei der verkürzten SSD wäre das jetzt hier um 180 Grad drin. Das wäre also hier. Das heißt, das müsst ihr dann einfach nur rausschieben, um 180 Grad drehen und dann hier einfach wieder unter diese beiden Flügel reinschieben, bis das hier so ein bisschen einrastet.
Und dann könnt ihr hier eine lange SSD einbauen. Die kommt dann einfach wieder in den Slot. So ein bisschen gucken mit dem Kabel hier. Und dann wird die da wieder verschraubt. Und ja, so funktioniert das. Auch den Lüfter kann man bei diesem Gerät einzeln tauschen. Und da ist es so, man muss nur diese zwei Schrauben hier rausnehmen und das Lüfterkabel trennen. Und hier ist es so, die Kabel sind echt sehr, sehr dünn. Da würde ich also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu greifen und dann mit ein bisschen hin und her rutschen einfach hier rauszunehmen. Und wenn man die Schrauben dann gelöst hat, kann man den Lüfter so ein bisschen nach oben aus dem Gehäuse nehmen. Der sitzt jetzt in dem Fall noch unter dem Heatsink. Dann kann man hier die Kabel aus der Führung fädeln. Und ja, und so hat man den dann getauscht. Der ist jetzt hier in dem Fall noch verklebt. Und beim Wiedereinbau würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich erst das Kabel wieder verbinden. Und falls man da mal nicht weiß, wie rum der gehört, hier unten sieht man die Kontakte an dem Stecker. Und die zeigen jetzt in dem Fall nach unten. So, bei dem Kabel einfach nur oder bei dem Stecker einfach nur darauf achten, dass der wieder richtig drin sitzt. Und dann kann man den Lüfter wieder in die Position legen. Genau auf die Gewinde. Der ist passgenau. Ich würde jetzt auch das Kabel hier erst wieder einfädeln. Und das ist ein, sage ich mal, ein Stecker mit einem Bügel. Das heißt, man klappt den Bügel so ein bisschen nach oben, verbindet das Kabel dann wieder. Und dann kann man den hier wieder zuklappen. Und jetzt mache ich hier noch die Kabel wieder rein. Das ist manchmal ein bisschen friemelig. So, dann eben einfach schauen, dass das wieder richtig auf den Gewinden sitzt. Und dann kann man den wieder verschrauben. So, beim Akku-Einbau würde ich das jetzt genauso wie beim Ausbau machen. Erst das Kabel wieder verbinden. Ich finde das sonst super schwer, das überhaupt irgendwie da reinzubekommen. Auch hier, genau wie beim Lüfter, schauen, dass das richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Und den Akku kann man dann einfach hier auf die Gewinde legen. Der ist passgenau, da gibt es gar nicht viele Möglichkeiten. Und dann wird er wieder verschraubt. Und dann hat man das. So, die Gehäuseunterseite legen wir jetzt wieder auf das Gerät und drücken die richtig fest nach unten. Man hört sehr gut, wie alles wieder einrastet. Auch in der Mitte sind Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist, dass hier wirklich alles zu ist. Ja, und dann braucht man nur noch das Gerät wieder zuzuschrauben und hat das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.